Das Jahr 793. Das Kloster Lindisfarne an der Nordostküste Englands wurde von grausamen und riesigen Männern angegriffen, die vom Meer kamen. Dieser Tag markierte den Beginn einer neuen und schrecklichen Ära für die europäische Geschichte, der Wikingerzeit. Jahrhundertelang wurden sie als wilde Krieger, rücksichtslose Plünderer und Barbaren mit Hörnerhelmen in Erinnerung behalten. Hollywood-Filme, Serien und Romane haben uns immer nur dieses blutige Gesicht gezeigt. Aber wenn wir die staubigen Seiten der Geschichte aufschlagen und uns die archäologischen Ausgrabungen ansehen, ist das Bild, das sich uns bietet, ein ganz anderes. In Wirklichkeit waren sie die geschicktesten Entdecker, fähigsten Händler und Menschen mit erstaunlich modernen Gewohnheiten ihrer Zeit. Willkommen beim Kanal Anno 10. Heute räumen wir mit Mythen auf und segeln in die eisigen Gewässer des Nordens, um die Missverständnisse über die Wikinger aufzuklären. Hier sind 10 erstaunliche Fakten über Wikinger, die Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Erste: Die berühmten Hörnerhelme waren eine große Lüge. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Wikinger vor. Höchstwahrscheinlich haben Sie sich einen eisernen Helm mit riesigen Hörnern auf dem Kopf vorgestellt. Nicht wahr? Die Wahrheit ist, kein einziger Wikingerkrieger trug jemals einen Hörnerhelm in die Schlacht. Woher kommt also dieser Mythos? Als im 19. Jahrhundert die Oper Der Ring des Nibelungen des berühmten Komponisten Richard Wagner aufgeführt wurde, fügte der Kostümbildner Karl Emil Döbler Kuh- und Widderhörner zu den Helmen hinzu, um die Charaktere imposanter, dämonischer und dramatischer wirken zu lassen. Das Publikum liebte dieses Design so sehr, dass Wikinger seitdem immer so dargestellt wurden. Tatsächlich wäre es Selbstmord gewesen, in der Schlacht einen Hörnerhelm zu tragen, denn das Schwert, die Axt oder der Schild des Feindes hätten sich leicht in den Hörnern verfangen und einem das Genick brechen können. Echte Wikingerhelme waren recht einfache und praktische Eisenkappen mit brillenartigen Schutzvorrichtungen für die Augen. Zweite: Sie waren viel gepflegter als die Europäer. Wenn sie damals in einer europäischen Stadt gelebt hätten, hätte der Gestank dort wahrscheinlich ihren Magen umgedreht. Im mittelalterlichen Europa galt das Baden als eine Handlung, die Krankheiten einlud. Für die Wikinger war jedoch das Gegenteil der Fall. Obwohl wir sie uns als schmutzige und wilde Barbaren vorstellen, haben archäologische Ausgrabungen weniger Schwerter als vielmehr Kämme aus Tierknochen, Pinzetten, Rasiermesser und sogar Ohrenstäbchen zutage gefördert. Darüber hinaus gab es in der Wikingerkultur eine wöchentliche Routine namens Laugardagr, was Waschtag bedeutet. Dieses Wort bedeutet in den skandinavischen Sprachen heute Samstag. Sie liebten es, in heißen Quellen zu baden und pflegten ihre Haare und Bärte mit großer Sorgfalt. Englische Quellen beklagten sich sogar darüber, dass die Wikingermänner durch ihr sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild englische Frauen viel zu leicht verführten. Dritte: Sie entdeckten Amerika genau 500 Jahre vor Kolumbus. Als Christoph Kolumbus 1492 in Amerika ankam, dachte er, er hätte eine neue Welt für Europa gefunden. Aber genau 5 Jahrhunderte vor ihm, in den frühen Tausenderjahren, hatte Leif Erikson, ein mutiger Wikinger-Seefahrer, mit seinem behelfsmäßigen Holzschiff bereits die wilden Wellen des Atlantiks überquert und die Küsten Nordamerikas erreicht. Die Wikinger nannten dieses neue Land Vinland, was Weinland bedeutet, da sie dort reichlich wilde Trauben fanden. Die archäologische Stätte L'Anse aux Meadows im heutigen kanadischen Neufundland ist der absolute Beweis für die Siedlung der Wikinger in Amerika.
Wegen Konflikten mit der einheimischen Bevölkerung, den Indianern und logistischer Schwierigkeiten konnten sie jedoch nicht dauerhaft bleiben und kehrten in ihre Heimat zurück. 4. Das Telefon in ihrer Tasche hat seinen Namen von einem Wikingerkönig. Vielleicht sind ihre kabellosen Kopfhörer gerade über Bluetooth mit ihrem Telefon verbunden, während sie dieses Video ansehen. Aber wussten Sie, dass dieser Name von einem Wikingerkönig aus dem 10. Jahrhundert stammt? Der Spitzname von König Harald, der Dänemark und Norwegen unter einer Flagge vereinte, war Blauzahn, auf Englisch Bluetooth. Dieser Spitzname wurde ihm gegeben, weil einer seiner Zähne verfault war und eine blau-schwarze Farbe hatte. Als Ingenieure von Intel, Ericsson und Nokia 1996 eine neue kabellose Technologie entwickelten, dachten sie, dass diese Technologie Computer und Telefone vereinen würde, genau wie König Harald Skandinavien vereinte, und nannten sie Bluetooth. Dieses berühmte Bluetooth-Logo ist eine Überlagerung der Initialen von König Harald, dem Runen H, Hagal und B, Bjarkan. 5. Sie nannten sich selbst nie Wikinger. Wir nennen sie heute Wikinger, aber wenn sie in die Vergangenheit gereist wären und sie gefragt hätten, seid ihr Wikinger, hätten sie wahrscheinlich verständnislos angesehen. Im Altnordischen bezeichnete das Wort Wikinger keine Nation oder Rasse, sondern eine Handlung. Auf Wikingerfahrt gehen war ein Verb. Das bedeutete, ins Ausland zu reisen, um Handel zu treiben, zu erkunden oder zu plündern. Tatsächlich identifizierten sich diese Menschen als Dänen, Schweden, Norweger oder ganz allgemein als Nordmänner. Der Rest Europas nannte sie Barbaren, Heiden oder, wie die Slawen im Osten sie nannten, Rus. Ja, sogar der Ursprung des Namens des heutigen Russlands geht auf die schwedischen Wikinger zurück, die in den Osten zogen, die Rus. 6. Skifahren war für sie sowohl Transportmittel als auch Unterhaltung. Es war alles andere als einfach, die eiskalten und meterhoch schneebedeckten Winter Skandinaviens zu überleben. Die Skandinavier hatten das Skifahren vor etwa 6000 Jahren erfunden und in der Wikingerzeit wurde die Kunst des Skifahrens perfektioniert. Skifahren war die praktischste Methode, um im Winter im Wald zu jagen und zwischen den Dörfern zu reisen. Aber die Wikinger liebten das Skifahren so sehr, dass es nicht nur Arbeit, sondern auch ein Wettkampfsport war. Noch interessanter ist, dass es in der nordischen Mythologie sogar einen Skigott namens Ullr gab, der mit Bogen und Skiern dargestellt wurde, und eine Skigöttin namens Skadi. 7. Frauen hatten Rechte, die ihrer Zeit weit voraus waren. Während die Rechte der Frauen im mittelalterlichen Europa sehr eingeschränkt waren, war die Situation in der Wikingergesellschaft ganz anders. Wenn Wikingermänner auf Feldzüge oder Handelsreisen gingen, kehrten sie Wochen oder sogar monatelang nicht zurück. Während dieser Zeit lag die Verwaltung der Bauernhöfe, Dörfer und aller Geschäfte vollständig in den Händen der Frauen. Das größte Symbol für die Macht einer Frau waren die Schlüssel für das Haus und die Truhen, die sie an ihrem Gürtel trug. Wikingerfrauen konnten eigenes Land besitzen, sich aus freiem Willen von ihren Ehemännern scheiden lassen und im Falle einer Scheidung ihre Mitgift bis auf den letzten Cent zurückbekommen. Dass die Familie des Mannes sich nicht gut um sie kümmerte oder Gewalt anwendete, war ein ausreichender Grund für eine Scheidung. Historische Aufzeichnungen und archäologische Funde wie das Grab von Birka in Schweden belegen auch, dass einige Frauen als Schildmaiden zu den Waffen griffen und Schulter an Schulter mit Männern kämpften. 8.
Sie hatten keinen Kompass, aber legendäre Sonnensteine. Heute ist GPS oder zumindest ein Kompass unerlässlich, um die Ozeane zu überqueren. Aber wie navigierten die Wikinger auf offener See? Lange vor der Erfindung des Magnetkompasses und das bei nebligem und bewölktem Nordatlantikwetter, das tagelang anhielt? Die Antwort waren die Sonnensteine, die lange Zeit nur für eine Legende gehalten wurden. Diese speziellen Kalzitkristalle, auch bekannt als Islandspat, hatten die Eigenschaft, das Licht zu polarisieren. Wikinger-Seefahrer hielten diesen Stein selbst an trüben Tagen, an denen sie die Sonne überhaupt nicht sehen konnten, in den Himmel und konnten durch den Blick auf die Richtung des durch den Stein gebrochenen Lichts die genaue Position der Sonne millimetergenau bestimmen. Diese fantastische Navigationsfähigkeit machte sie zu den furchterregendsten und unbesiegbarsten Seefahrern ihrer Zeit. 9. Sie waren eigentlich keine rücksichtslosen Krieger, sondern fleißige Bauern. Obwohl das Wort Wikinger immer mit Überfällen und Blut in Verbindung gebracht wird, verbrachte ein Wikingermann 90% seines Lebens auf dem Feld oder im Stall. Tatsächlich waren die meisten gewöhnliche Bauern, die versuchten, in einer rauen Geografie zu überleben. Im Frühling säten sie Gerste, Hafer und Roggen und züchteten Rinder, Schafe und Schweine. Aber warum fingen sie an, zur See zu fahren und zu plündern? Weil es in der steilen und kalten Geografie Skandinaviens nur sehr wenig Ackerland gab. Als die Bevölkerung wuchs und das Land nicht mehr ausreichte, waren junge Menschen gezwungen, die fruchtbaren und wehrlosen Küsten und Klöster Europas ins Visier zu nehmen, um sowohl neues Ackerland zu finden, als auch reich zu werden. Gewalt war also nicht ihre Natur, sondern eine Art Überlebensstrategie. 10. Eine unglaubliche Chemie, um Feuer zu machen. In der klirrenden Kälte des Nordens ist Feuer die erste Regel des Überlebens. In einer Zeit ohne Streichhölzer oder Feuerzeuge war es jedoch ein großes Problem, in einer feuchten und kalten Umgebung schnell ein Feuer zu machen. Die Wikinger lösten dieses Problem mit einer Methode, vor der heutige Chemiker den Hut ziehen würden. Sie sammelten einen speziellen Pilz, den Zunderschwamm, der an Bäumen wächst, und kochten ihn tagelang in menschlichem Urin. Ja, Sie haben richtig gehört, Urin. Nach dem Kochen des Pilzes stampften sie ihn, bis er zu einem filzartigen Stoff wurde. Das Natriumnitrat im Urin drang in diesen Pilz ein und bildete ein hervorragendes, brennbares Material. Auf diese Weise entzündete selbst der kleinste Funke eines Feuersteins den Pilz sofort. Und das Material schwelte stundenlang weiter, ohne in Flammen aufzugehen. So konnten die Wikinger bei ihren tagelangen Seereisen das Feuer mit sich führen. Diese unglaubliche Zivilisation, die vor Tausenden von Jahren lebte, hat sich nicht nur mit Muskelkraft, sondern auch mit ihrer Intelligenz, ihren ingenieursmäßigen Fähigkeiten und ihren praktischen Lösungen für raue Naturbedingungen mit goldenen Buchstaben in die Geschichte eingeschrieben. Nun, welche dieser 10 Fakten, die wir heute erklärt haben, hat Sie am meisten überrascht? Die Navigation mit Sonnensteinen oder dass Bluetooth eigentlich ein Wikingerkönig ist? Teilen Sie Ihre Gedanken unten in den Kommentaren mit uns. Wenn Ihnen diese geheimnisvolle Reise gefallen hat und Sie weiterhin mit uns die falschen Wahrheiten der Geschichte entdecken wollen, vergessen Sie nicht, das Video zu liken, es mit Ihren Freunden zu teilen, den Kanal Anno10 zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten. Wir sehen uns auf unserer nächsten legendären Reise. Bleiben Sie bei der Geschichte, bleiben Sie bei Anno10. Auf Wiedersehen.